Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal möchte ich euch meinen VW 181 vorstellen, möchte euch noch ein bisschen erzählen, so die Geschichte vom 181er, wie der entstanden ist und was da so los ist, für die, die das nicht wissen. Und dann möchte ich euch auch noch zur Fahrzeugvorstellung noch ein bisschen die Geschichte von meinem erzählen, weil der hat eigentlich eine ganz interessante Vorgeschichte. Dazu kommen wir mal gleich. Ich hatte vor ewigen Zeiten schon mal einen Kübel und habe den dann für meinen Bus verkauft, weil ich den Bus wegen der Familie brauchte. Und dann habe ich durch Zufall bei eBay Kleinanzeigen eine Annonce gefunden, die sehr interessant war. Da war eine Annonce aufgegeben bei eBay Kleinanzeigen, dass einer mehrere Fahrzeuge verkauft. Und die waren alle für einen Festpreis angegeben, alle den gleichen Preis. Die Bilder waren nicht ganz aussagekräftig, aber sehr interessant. Und dann sagt meine Frau, ach Mensch, ey, guck dir das doch einfach an, das hört sich echt gut an. Und ja, daraufhin bin ich gleich, also habe ich den angerufen, habe mit dem gesprochen, das hörte sich auch gut an, habe mir dann gleich einen Hänger geschnappt und bin hingefahren. Als ich da angekommen bin, war das sehr interessant. Das seht ihr hier auf den Bildern. Da waren also die Fahrzeuge in wirklich unterschiedlichem Zustand, aber die waren alle sehr, sehr, also heftig mitgenommen. Da drin lagen dann noch eine Menge Teile. Dann habe ich mir die angeguckt, habe mit dem gesprochen und dann sagte er hätte noch einen, der besser wäre. Der würde ein bisschen mehr kosten, aber im Verhältnis auch für einen guten Preis. Dann habe ich mir den angeguckt. Der stand in der Halle, wo der auch noch ewig viele andere Fahrzeuge hatte. Und war von dem Fahrzeug wirklich begeistert, weil die Karosserie wirklich in perfektem Zustand war. Und die einzigen Sachen, die waren, dass eben Teile gefehlt haben und dass die Bodengruppe durchgerostet hat, war, weil nämlich an der Stelle, wo der vorher gestanden hat, bei dem Vorbesitzer, also der davor, da war ein Loch in der Halle und da hat es reingeregnet und der hatte kein Verdeck und da stand also das Wasser unten in der Bodengruppe. Dadurch hat die Bodengruppe ein paar Löcher gehabt, aber ansonsten war der in Top-Zustand. Ja, daraufhin hatte der dann gesagt, pass auf, such dir alles zusammen, was noch fehlt von den anderen Kübeln, schmeißt es da rein und dann kannst du den mitnehmen. Gesagt, getan. Ich habe mir alles zusammengesucht, was ich augenscheinlich gesehen habe, was fehlt. Habe den auf den Hänger geladen und habe den nach Hause gefahren. Es fehlten natürlich noch ein paar mehr Teile, aber im Großen und Ganzen war das alles überschaubar. Leider gibt es nur sehr wenige Bilder vom Zustand davor bzw. von der Instandsetzung des Fahrzeugs. Ich habe nur wenige Bilder gemacht und viele davon sind auch bei einem Handycrash leider verloren gegangen. Meine Recherchen zur Bundeswehr-Vergangenheit des Fahrzeugs sind dazu gelangt, dass der Wagen bei einer Instandsetzungseinheit als Funkkübel diente. Die wurde aufgelöst und in eine neue überführt. Daher wurde das taktische Zeichen übermalt, aber es war wieder eine Instandsetzungseinheit. Und das war eigentlich auch das ganze Leben des Kübels bei der Bundeswehr. Bei der Aussonderung wurde er dann an einen Militärfahrzeughändler verkauft, der ein größeres Los an VW 181 gekauft hat. Bei dem sind die dann erstmal in der Versenkung verschwunden und der hat da bei den meisten der Fahrzeuge, die der da eingelagert hatte, hat er die zum Schlachten benutzt, hat er immer wieder Teile verkauft, aber immer nur so ganz kleine Posten. Lustigerweise habe ich bei dem gleichen Händler damals auch für meinen ersten Kübel ein paar Teile gekauft. Also bei dem standen die dann ewige Zeiten in seinem Lager, bis der dann irgendwann verstorben ist und seine Witwe dann alles, was der hatte, verkauft hat. Dort hat mein Vorbesitzer dann einen größeren Teil dieser Kübel gekauft. Ich glaube sogar alle, die der selber hatte. Und hat die dann zu sich in sein Lager gebracht, um damit dann später eigentlich eine Vermietung aufzuziehen. Aus dieser Idee ist leider nichts geworden und glücklicherweise für mich hat er die dann alle wieder nach mehreren Jahren als Ganzes oder als Teile verkauft. So ist dann der Kübel im Endeffekt zu mir gelangt. Aus diesem Grund hat der Wagen auch vorher nie eine zivile Vergangenheit gehabt, also habe ich den wirklich mit dem originalen Bundeswehr-Typenschein gekauft und habe den dann das erste Mal angemeldet. Wenige Teile der Karosserie mussten von mir neu lackiert werden. Hier zu sehen der untere Scheibenrahmen, der linke und rechte Spiegel, die Felgen und Radkappen sowie die Stoßstange
und die Astabweiser. Alles andere ist Originallack, der zwar zum Teil schon von der Bundeswehr ausgebessert wurde, aber schon Jahrzehnte alt ist. Das war auch das Wichtige für mich, alles so viel wie möglich im Originalzustand zu behalten. Die Sitze hier sind auch Originalbezüge von damals, die ich von anderen Sitzen zusammengesucht habe und dann dort zusammengestellt habe. Im Innenraum habe ich teils das so versucht, alles wieder in Original-Bundeswehrzeit zusammenzubekommen. Die Aufkleber für den Funk sind noch von vorher dran. Der Spaten und andere Kleinteile sind eben so kleine Gimmicks, die ich mit reingemacht habe. Aber ich habe ihn nicht natürlich komplett als Funkkübel zurückgebaut. Das Verdeckgestänge wurde auch neu lackiert und ein bisschen gerichtet. Das Verdeck ist ein neues und der Rest ist eigentlich alles so, wie es war. Hier zu sehen fehlt die Standheizung noch. Da habe ich 2 Stück zu liegen, die ich aber erst irgendwann nochmal zusammenbauen muss. Motor habe ich hier einen B-Motor aus einem Bus, der sozusagen genau der gleiche wäre, der original war. Leider habe ich den irgendwie nicht richtig zum Laufen bekommen und habe jetzt übergangsweise hier einen Doppelkanalmotor eingebaut, der auf den Videos jetzt hier nicht hundertprozentig vollständig ist. Da fehlen einige Schläuche. Auspuffanlage habe ich rechts einen sehr guten gebrauchten Originalauspuff, links einen neuen Topf, der auch noch nie verbaut war, genauso wie die Krümmerstücken dazu. Andere Kurbel ist drin, da habe ich mir auch die originale Klauenmutter besorgt, um den Motor anzuwerfen. Die kommt hier jetzt gleich, da. Und dafür ist auch für die es nicht wissen, das Loch hinten in der Stoßstange. Als Nachfolger für den DKW Monger benötigte die Bundeswehr Ende der 60er Jahre einen geländegängigen Pkw. Da der geplante Eurojeep nicht verwirklicht werden konnte, musste eine Zwischenlösung her. Die Zwischenlösung sah so aus. Die VW-Ingenieure hatten sich gedacht, sie nehmen das Chassis vom Karmann, die Hinterachse und das Getriebe vom Bus und bauten eine neue Karosserie mit kurzen Überhängen. Fertig war ein robuster, kostengünstiger Geländewagen. Die Karosserie, die Auspuffanlage und das Faltdach waren eigenständige Entwicklungen, andere Teile wurden aus der Serie übernommen. Ich hoffe, der kleine Ausflug über meinen Kübel und ein bisschen über die Geschichte meines Kübels und die Entstehung des Kübels insgesamt hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like da und schreibt vielleicht auch einen Kommentar, ob ihr es gut gefunden habt oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.